Ich grüße euch und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video Total War Pharaoh Death Guy 2. Und ich würde sagen, wir reagieren mal gemeinsam darauf. Und ich hoffe, wir sehen einiges Neues zu Total War Pharaoh. Let's go. Previous Total War titles had a weather system in place. We're trying to improve that for Total War Pharaoh. Ich glaube, das kann man noch lesen, ne? Ja. By including a dynamic weather change during battle. There are a few different types of weather: rain, fog, storm, thunderstorm, sandstorm and sweltering weather. Ja, so diese Sachen Regen, Nebel, Sturm, Gewitter, Sandstürme und Gluthitze, die gab es hier auch schon in vorherigen Total War Titeln. Hier jetzt allerdings rücken sie auch nochmal in Fokus, weil die Werte natürlich auch verändert werden auf dem Schlachtfeld und für die Einheiten natürlich auch, wie zum Beispiel jetzt bei Sturm weniger Genauigkeit für die Bogenschützen und so weiter. Different types will each have a different gameplay effect, and they won't only change the environment of the battle, they will also change the terrain. For example, rain or storm will create patches of mud on specific places on the battlefield, which the player will have to deal with. So introducing dynamic weather and dynamic terrain change will force players to adapt to the new battle conditions. A good general must adapt their army and their strategy depending on the ever-evolving battlefield. Fighting in the desert Das muss ein guter General immer machen, auch ohne Wetter. it's really hard. It's hot, it's arid, and that's why the Egyptians wore lighter armors. You will see in the game that units with lighter armors have an advantage Ja, finde ich schade. Ich dachte, die rennen da jetzt alle mit Pelzmänteln rum, ja. over, let's say, a unit with a medium or heavy armor. Units with light armor have less penalties traversing sand, whilst, let's say, a heavy unit would have a really tough time just going from point A to point B in sand. Another thing that could happen in a desert is a sandstorm could swoop in and just make everything even worse than it already is. So a sandstorm is a bad place to be generally, but a clever general can use it to their advantage. Let's say you want to hide your units away. You can flank in the sandstorm while the enemy's vision is lowered. We can't make Bronze Age battles with Egyptians. Ja, ich habe übrigens so einen Sandsturm mal wirklich erlebt. Das ist ziemlich unangenehm. Du kannst fast gar nicht deine Augen öffnen. Und auch wenn du eine Brille auf hast, dann kann das passieren, dass da ebenfalls Sand reinkommt. Und das ist alles ziemlich unangenehm. Or Hittites without having chariots in them. The Egyptians tended to prefer lighter chariots, while the Hittites tended to prefer heavier chariots. The Egyptians mostly used them as skirmisher units, while the Hittites used them both as skirmishers or melee chariots. Ja, also ich persönlich bin ein größerer Fan von den Nahkampfstreitwagen. Finde ich einfach besser als diese komischen Plänklerstreitwagen. Und die Plänklerstreitwagen, die schicke ich meistens dann irgendwann auch nochmal in den Nahkampf. Kommt aber immer drauf an, gegen welchen Feind. Wenn es jetzt gegenfeindliche Plänkler sind, okay, kann man mal machen. Aber ich würde die jetzt nicht gegen irgendwie andere Streitwagen oder schwere Infanterie in den Kampf schicken, die Plänklerstreitwagen. They charged at the enemy, breaking their formations. We have a few different types of chariots: light, medium and heavy chariots, and there's also two uses for them. They can be used as skirmishers or melee chariots with spears. We've tried to improve chariots by increasing their unit sizes and making them a bit more maneuverable, so that will help the player use them correctly. But at the same time, we've increased penalties to chariots in different terrain types. Heavy chariots will bog down really quickly in mud or sand, making them easy targets for the enemy. Chariots will be extremely powerful. Also Streitwagen, dass sie sich festfahren konnten, das gab es eigentlich auch schon vorher. Ja, wenn man die mal in anderen Spielen, wie zum Beispiel Total War Rom oder wo war das noch? Nicht Medieval.
bei Troy zum Beispiel. Da konnte es immer mal wieder passieren, also überhaupt in anderen Total War Teilen konnte es immer mal wieder passieren, dass sie sich festgefahren haben. Ja, jetzt soll das hier auch nochmal verbessert werden mit dem Gelände. Bin ich ein bisschen skeptisch, ja. But mismanaging them or bringing wrong chariots to the specific battlefield will have disastrous effects for your economy. Ancient Legacy in Total War Pharaoh allows the player to follow in the footsteps of the greatest rulers that these two empires had, to do as they did and accomplish the awesome things that they did before them. The starting point that we wanted to create the ultimate sandbox, fitting for a game in Egypt, but we wanted to allow the player to play their way, because faction mechanics have this quality where once you pick a faction, some rules are set, some rules are defined, and we wanted to spice that up by making faction mechanics choosable. That allows for a lot more variance in playthroughs. We wanted to focus not only on Egyptians, but on all of the different cultures in the Bronze Age world at the time. Yes, the game is called Total War Pharaoh, but the Hittite Empire in Anatolia has a very long history of them rising to power, at some point rivaling that of Waren die wirklich den Ägyptern zeitweise ebenbürtig? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Egypt, and it was feasible that Hittites maybe could conquer Egypt at some point if they attacked. And also the land connection between Anatolia and Egypt is the coastline of Canaan, where multiple Canaanite factions exist and they have their own culture. We have two playable Canaanite factions. Each of them can enter either empire, for example, enter the world of Egypt, rise in power there, and then experience ancient legacy as if they started in the heart of Egypt itself. We want to make mechanics that the player can start their campaign, they can start playing with their faction, and when they see how it's going, they can choose what very epic thing they want to do. In Total War Und das finde ich gut, dass man am Anfang der Kampagne mal ein bisschen mehr einstellen kann. Pharaoh, the royal decrees are a feature that will be easy to recognize by any Total War player out there. These are the technologies. Royal decrees take a few turns to get unlocked once you selected them, and they provide you with various bonuses and various gameplay options. They might make your units stronger, they might improve your economy, they can make your buildings cheaper or more quicker to construct. And Ja, ich sehe jetzt hier nichts Besonderes dran an den Technologien. Gut, die sind verbunden mit den Gottheiten, ja, okay. Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ja. Ihr könnt immer gerne mal in die Kommentare beziehungsweise eure eigene Meinung posten. Ich antworte übrigens auch gerne darauf. and also grant you additional slots for the gods that you want to worship in local deities. Ach, da ist schon wieder zu Ende. Ja, so lang war das Video diesmal nicht. Ich habe trotzdem mal ein Like gegeben, aber ich muss sagen, ich sehe hier keine 60 Euro. Also das ist, wenn du jetzt Pharao geworden bist und du hast diese komische Apokalypse überstanden mit den Seevölkern und so weiter und hast dann deinen Konkurrenten ausgeschaltet, also die Hethiter zum Beispiel und noch diese andere kulturelle Fraktion, dann ist es ja eigentlich so, dass das Spiel dann erst richtig losgeht. Ja, also dann will man ja eventuell sogar noch weiterspielen. Also man will eventuell noch mal nach Griechenland oder in die jetzige Türkei. Geht ja hier alles nicht. Und für 60 Euro weiß ich nicht. So, das ist. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, aber wie gesagt, ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.